Über viele Jahrhunderte prägte ein Reich die politische Landkarte dreier Kontinente, das Osmanische Reich. Seine Geschichte ist eine Folge aus Expansion, Anpassung und allmählicher Erschöpfung. Doch sein eigentliches Vermächtnis liegt nicht nur in Eroberungen oder kulturellen Spuren, sondern in der Fähigkeit, ein militärisches und finanzielles System zu schaffen, das eine ungewöhnlich lange Stabilität gewährleistete. Imperien zerfallen selten im Donner von Kanonen, sie scheitern in ihren Rechnungsbüchern. Das Osmanische Reich verstand diese Wahrheit früher als viele seiner Zeitgenossen. Zu Beginn war es ein kleines Grenzfürstentum, das zwischen Byzantinern, Nomaden und rivalisierenden Beyliks überleben musste. Die politische Schwäche seiner Nachbarn öffnete Räume, die Osman und seine Nachfolger nutzten. Mit der Einnahme von Bursa gewann das junge Staatswesen nicht nur eine Hauptstadt, sondern auch eine erste solide wirtschaftliche Grundlage. Der Übergang nach Europa verlieh dem Reich neuen Schwung, denn die Balkanregion bot fruchtbare Böden, strategische Pässe und produktive Städte. Jede Eroberung brachte Land, Ressourcen und Einkommen. Ein Muster, das den Aufstieg des Reiches für Generationen bestimmen sollte. Die osmanische Militärorganisation basierte auf zwei Säulen, die unterschiedlicher kaum sein konnten und dennoch harmonisch ineinandergreifen sollten: das Timar-System und das Kapıkulu-Heer. Das Timar-System verlieh Reitern das Recht, die Steuern eines Dorfes einzuziehen. Im Gegenzug mussten sie sich selbst ausrüsten und bei Bedarf kampfbereit erscheinen. Diese Ordnung schuf eine zahlenmäßig starke Kavallerie, die den Staat kaum belastete. Die Einnahmen der Sipahi hingen vom Wohlstand ihrer Bauern ab, wodurch Stabilität im ländlichen Raum für beide Seiten nützlich war. Eine Armee dieser Größe mit zentralen Mitteln zu finanzieren, hätte andere Reiche an den Rand des Ruins getrieben. Den Osmanen dagegen ermöglichte sie eine kostengünstige militärische Präsenz von der Donau bis nach Syrien. Die zweite Säule bildeten die Janitscharen, die aus Knaben rekrutiert wurden, die in jungen Jahren dem Staat übergeben wurden. Sie durchliefen eine strenge Ausbildung und wurden zu professionellen Soldaten geformt, deren Loyalität selten in Frage stand. Während europäische Fürsten kostspielige Söldnerheere unterhalten mussten, verfügte das Osmanische Reich über einen Kerntrupp, der diszipliniert, gut trainiert und direkt an die Zentralmacht gebunden war. Die Finanzierung dieses Heeres stützte sich auf die Einnahmen eines weit verzweigten Wirtschaftssystems, das Handel, Steuern und Tributzahlungen miteinander verband. Die geografische Lage des Reiches brachte eine weitere entscheidende Stärke: die Kontrolle über die wichtigsten Handelsrouten zwischen Ost und West. Karawanen aus Persien, Indien oder Arabien und Schiffe aus Italien oder Nordafrika passierten osmanisches Territorium. Jeder Zollposten, jede Brücke, jeder Hafen speiste die Staatskasse. Der Handel mit Salz, Kaffee oder Tabak wurde teilweise monopolisiert und entwickelte sich zu stetigen und planbaren Einnahmequellen. In einer Welt, in der der Warenverkehr lebensnotwendig war, saßen die Osmanen an einigen der empfindlichsten Knotenpunkte der Wirtschaft. Über mehr als 3 Jahrhunderte gelang es dem Reich, ohne nennenswerte Schulden auszukommen. Während Spanien, Frankreich oder England ihre Feldzüge oft mit Krediten und Anleihen finanzierten, lebten die Osmanen aus eigener Kraft. Doch die globalen Bedingungen wandelten sich. Neue Seewege umgingen das östliche Mittelmeer, europäische Armeen modernisierten sich und die Industrialisierung verlieh den westlichen Staaten eine wirtschaftliche Macht, die das osmanische Modell zunehmend unter Druck setzte. Das Timar-System erodierte.
Sipahi verloren an Bedeutung, Dörfer wurden überlastet und die zentrale Kontrolle schwächte sich ab. In den Städten wuchs der Einfluss einzelner Janitscharen-Gruppen, die politische Forderungen stellten und Reformversuche blockierten. Als sich die militärische Überlegenheit Europas abzeichnete, sah sich das Reich gezwungen, moderne Truppen aufzubauen. Doch moderne Armeen verschlingen Geld, Gehälter, Uniformen, Kasernen, Artillerie, Ausbildung. Die staatlichen Einnahmen konnten diese Last nicht mehr tragen. Die erste große Welle von Krediten aus London und Paris löste eine Entwicklung aus, die schließlich zur finanziellen Abhängigkeit führte. Der Schuldenberg wuchs und ein Staat, der einst seine militärische Macht aus eigener Substanz speiste, geriet in die Hand ausländischer Gläubiger. Das späte 19. Jahrhundert wurde zur Epoche der Reformen, Krisen und Verluste. Die Osmanen versuchten, Verwaltung, Bildung und Armee neu zu gestalten, doch die finanziellen Grundlagen reichten nicht aus, um ehrgeizige Projekte konsequent umzusetzen. 1881 übernahmen internationale Kontrolleure die Aufsicht über zentrale Einnahmequellen des Reiches. Ein Einschnitt, der seine Unabhängigkeit lähmte und die Endphase seiner Geschichte einleitete. Trotz des späteren Niedergangs bleibt die Struktur dieses Reiches ein einzigartiges Beispiel für erfolgreiche Staatsorganisation. Der Aufstieg beruhte nicht allein auf militärischer Kraft, sondern auf einem klaren Verständnis wirtschaftlicher Mechanismen. Der Zusammenhang zwischen Land, Steuer, Handel und Armee wurde präzise genutzt. Die Osmanen bauten ein System, das nicht nur Kriege finanzierte, sondern auch politische Stabilität schuf. Erst als diese Ordnung erschüttert wurde, verlor das Reich seine Widerstandskraft. Die Geschichte des Osmanischen Reiches zeigt, wie eng Macht und Wirtschaft miteinander verwoben sind. Staaten, die ihre Einnahmen sichern, Ressourcen planvoll einsetzen und militärische Ausgaben beherrschen, können Jahrhunderte überleben. Verliert ein Reich diese Balance, beginnt der Niedergang lange bevor die ersten Festungen fallen. Das Osmanische Reich war ein Lehrstück dieser Dynamik. Sein Aufstieg war ein Triumph funktionierender Strukturen, sein Fall ein Ergebnis erodierender Grundlagen. Heute erinnern viele globale Entwicklungen an diese Vergangenheit. Handelswege, Energiepolitik und militärische Kapazitäten bestimmen weiterhin die Stärke von Staaten. Die Mechanismen haben sich modernisiert, doch die Logik ist dieselbe geblieben. Deshalb besitzt die osmanische Geschichte bis heute Bedeutung. Sie zeigt, wie ein Staat zur Großmacht wird und was geschieht, wenn die tragenden Säulen dieser Macht langsam nachgeben. Lust auf mehr? Dann einfach abonnieren.